Töne schleudern ist eine wunderbare Übung, um eben Höhe auf der Trompete zu trainieren. Wir starten auf einem bequemen Ausgangston, wie zum Beispiel C2, und schleudern unseren Ton nach oben. Das kannst du zum Beispiel machen, indem du die Oktave anvisierst. Du kannst es aber auch so machen, dass du sagst, ich ziehe es nach oben. Und egal, was für einen Ton ich erreiche, es geht mir um das Schleudern. Halbton höher, Cis, Halbton höher, Startton D. Und dann schleudern wir eben nach oben zu den Tönen, die du erreichst, oder du suchst dir eben ein Ziel. Meistens hat man die Oktave gut im Ohr. Ich schleudere heute einfach nach oben. Mal schauen, was passiert. Und so weiter und so fort. Also hier ging es um Schleudern, nicht um den Zielton. Einfach nach oben schleudern. Das heißt, wir haben hier einen gewissen Bewegungsablauf und den versuchen wir eben immer wieder zu machen. Unser Startton steigt immer um einen Halbton nach oben und wir schleudern die Töne nach oben. Das Ganze zum Beispiel auch mit Buzzer oder anderen Buzzing-Geräten machen, dass du sagst, okay, du hast einen Startton und schleuderst es nach oben. Oder du machst es in Zeitlupe, lässt den Ton ansteigen und kannst aber auch gleichzeitig noch einbauen, dass der Ton wieder nach unten sackt. Das heißt, du hast hier so eine Art Wellenbewegung. Hier spitzen eben die Töne nach oben geschleudert. Eine andere Übung wäre zum Beispiel, wenn du sagst, okay, ich nehme mir Dreiklänge, meinetwegen auch mit Septime oben, je nachdem, was man eben für Dreiklänge nehmen möchte. Das ist halt der Vorteil, dass wir von der Quinte zur Oktave nicht die reine Quarte haben, sondern dass wir hier nochmal einen Zwischenschritt haben. Ne? Erstmal eine kleine Terz und dann eben eine große, die uns dann nach oben zum Zielton bringt. Das wäre zum Beispiel, wenn wir bei C2 starten würden. Und so weiter und so fort. Also die Übung sollte eigentlich klar sein, was da passiert. Wenn du die Töne mit 0 spielst, C, E, G, in Anführungszeichen B und C, dann ist es alles mit 0. Sobald du aber in die Griffe gehst, musst du aufpassen, da kommt noch ein 5. Ton hinzu. Normalerweise haben wir 4 Töne und dann eben die Oktave und da schleicht sich dann noch einer ein. Da musst du ein bisschen aufpassen, dass du über den hinweg bläst. Oder du nimmst ihn eben ganz bewusst mit. Du musst eben nur wissen, dass es den gibt. Das erreicht man aber immer dadurch, dass man sagt, okay, ich brauche die Oktave, meinetwegen auch mit Stimmgerät oder du machst es eben nach Gehör und du merkst, der letzte Ton klingt nicht, der 5. Ton klingt nicht nach der Oktave. Richtig, wegen dem einen Ton, der sich da eingeschlichen hat, dann musst du noch einen Naturton höher blasen, dann bist du bei der Oktave. Also achte mal darauf, welche Naturtöne sich da überlappen, je nachdem mit welcher Ventilkombination du da unterwegs bist und achte darauf, dass du oben, wenn du in die Oktave möchtest, auch die Oktave entsprechend erreichst. Eine Alternative zu dieser Übung wäre natürlich unser klassisches Tonleiterspiel. Da hätten wir hier zum Beispiel, wenn man bei C startet, zum Beispiel, ne, du nimmst es über 2 Oktaven, achte darauf, dass du wirklich ganz, ganz locker bist, das heißt nicht gleich schon von vornherein. Am besten machst du es ganz locker, also wirklich kaum Kontakt. Und dann kommst du eben an. Und dann kannst du sagen, okay, jetzt mach mal D-Dur. Auch kein Problem. Ne? Und dann so kannst du auch hier wieder eine Übung ausbauen, wo du sagst, okay, jetzt eben bis zum S. Und dann kommst du auch oben an. Mach's schnell, mach's langsam. Jede Übung und vor allem auch jede unterschiedliche Geschwindigkeit bringen ihre eigenen Tücken mit sich. Deswegen variiere hier immer ein bisschen durch und du wirst merken, du trainierst eben das Erreichen der hohen Töne auf unterschiedlichste Art und Weise. Und so kannst du dir sicher sein, ganz egal, ob es ein schnelles Stück ist im Orchester, im Ensemble oder ob es eine Ballade, ein langsames Stück ist, du weißt,
du hast dich so trainiert, dass es eben auch klappt. Also nicht nur die eine Übung bringt uns zum Ziel, sondern hier haben wir wirklich einen ganzen Korb voller Übungen, die eben uns so trainieren, damit wir oben auch in der Lage ankommen, diese aushalten, unseren Ansatz dementsprechend formen, stärken, damit wir auch dann punktuell eben diese Töne abrufen können. Und wichtig ist immer, wenn du wieder nach unten gehst, entspann dich wieder. Lass Lockerheit in deine Lippenmuskulatur und deine Ansatzmuskulatur einkehren, damit wir eben genau solche Lagen eben dann ausdauernder spielen können. Wenn wir immer fest und forciert spielen, das heißt auch mit hohem Luftdruck, und dem muss ja wieder unser Lippenmaterial standhalten, entgegenwirken, damit die Luft eben ins Instrument geht und nicht links und rechts und oben und unten vorbei am Mundstück pfeift, ist es eben wichtig, dass wir dann in der mittleren und in der tiefen Lage dementsprechend auch wieder die Lockerheit und Weichheit reinkriegen in unser Lippenmaterial. Also unten auf jeden Fall sparsam spielen in Sachen Kraft, und wenn es nach oben geht, wird eben diese Kraft aktiviert. Die kommt dann dazu. Sobald wir wieder nach unten gehen, muss es wieder entspannter sein, muss es wieder etwas ruhiger laufen. Das heißt hier dann dementsprechend auch wieder reduzieren. Lautstärke und Luftdruck. Und somit kannst du immer sicher sein, dass wenn in einem Stück hier mal eine Stelle kommt, wo die Trompete eben hochgeht bis zum F, du kannst es aktivieren und dann kommt es auch. Oder bis zum Fis oder G, ganz egal, ganz individuell, was eben auf dem Notenmaterial gedruckt steht. Wichtig ist auch immer, wenn du solche Lagen trainierst, dass du danach auch wieder in die tiefe Lage reingehst. Das haben wir jetzt ja auch schon so ein bisschen gemacht, also wirklich Druck reduzieren. Da kommt es auch nicht darauf an, dass es jetzt ein wunderschöner Trompetenton ist und wir lockern unser Lippenmaterial. Und da ist es eben wichtig. Dass wir hier eben wieder für Lockerheit und Weichheit sorgen. Gern auch ein bisschen ausstreichen am Ende von diesen tiefen Tönen. Da kribbelt nochmal alles. Da fördert mir auf jeden Fall die Durchblutung auch. Die Regeneration wird somit schneller eingeleitet. Und wenn du nach so einem Höhentraining dann diese lockeren Töne spielst, diese weicheren und leiseren Töne bis runter in die Pedaltöne, dann aktivierst du die Regeneration, und dann heißt es für dich aber auch, der Übelalltag, der Übeltag ist erledigt. Jetzt gibt es vielleicht noch sowas, eventuell legst du noch eine Schippe drauf und sagst, okay, mit Lippenexpander, mit Pete und so weiter gibt es nochmal eine extra Kraftrunde, aber dann sollte das Üben für diesen Tag erledigt sein. Kein Orchester mehr, kein Ensemble, keine Trompete mehr, Regeneration. Und am nächsten Tag startest du wieder mit einer lockeren und weichen Warm-up-Routine und gehst eben in den nächsten Übealltag. Ich wünsche dir mit meinen Ideen, mit meinen Übungen viel Erfolg. Hast du Erfahrungen? Ab in die Kommentare. Hast du Fragen? Auch ab in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.